Lektion 1. Angenehme Grüße. Hallo Anna, es ist toll, dich kennenzulernen. Wie geht's dir? Hallo John. Freut mich auch, dich kennenzulernen. Mir geht es gut, danke. Wie steht's mit dir? Mir geht es super, danke der Nachfrage. Also, erzähl mir ein bisschen über dich. Sicher. Ich komme ursprünglich aus Deutschland, lebe aber seit 5 Jahren in den Vereinigten Staaten. Das ist interessant. Was hat dich in die Staaten gebracht? Ich bin hierher gekommen, um eine höhere Ausbildung zu absolvieren. Ich studiere derzeit Informatik an der Universität. Das ist fantastisch. Informatik ist ein faszinierendes Gebiet. Warum hast du dich dafür entschieden? Ich habe mich schon immer für Technologie und Problemlösung interessiert. Informatik schien perfekt zu mir zu passen. Das ist wunderbar. Es ist wichtig, das zu verfolgen, wofür wir eine Leidenschaft haben. Was sind deine anderen Interessen? Neben der Informatik wandere, fotografiere und lese ich gerne Krimis. Das klingt nach tollen Hobbys. Ich wandere und lese auch gerne. Irgendwelche Lieblingsautoren? Ja, ich bin ein großer Fan von Agatha Christie. Ihre Krimis fesseln mich immer bis zum Ende. Agatha Christie ist ein Klassiker. Ich mag auch ihre Romane. Hast du eines ihrer berühmten Werke gelesen? Unbedingt. Mord im Orient Express und dann gab es keins, gehören zu meinen Favoriten. Das sind hervorragende Entscheidungen. Die komplizierten Handlungen und unerwarteten Wendungen machen ihre Bücher so fesselnd. In der Tat. Ihre Fähigkeiten zum Geschichtenerzählen sind bemerkenswert. Hast du irgendwelche Lieblingsautoren oder Bücher? Ich bin ein Fan von J.R.R. Tolkien. Die Serie Herr der Ringe ist ein persönlicher Favorit von mir. Das ist großartig. Fantasy-Romane können uns in magische Welten entführen. Ich habe wunderbare Dinge über Tolkiens Werke gehört. Ja, sein Aufbau der Welt und seine Liebe zum Detail sind wirklich bemerkenswert. Also, was sind Ihre Zukunftspläne nach Abschluss Ihres Studiums? Ich hoffe, auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz zu arbeiten und zu Fortschritten im maschinellen Lernen beizutragen. Das ist beeindruckend. KI ist ein sich schnell entwickelndes Feld mit immensem Potenzial. Ich bin mir sicher, dass Sie wichtige Beiträge leisten werden. Danke für deine freundlichen Worte. Ich freue mich auf die Möglichkeiten und Herausforderungen, die vor mir liegen. Du bist willkommen. Es war mir eine Freude, dich kennenzulernen. Ich freue mich, dass wir dieses Gespräch hatten. Ebenso. Es war ein wunderbares Gespräch. Ich freue mich auf weitere anregende Diskussionen in der Zukunft. Absolut. Bleiben wir in Verbindung und erkunden wir weiterhin gemeinsam interessante Themen. Klingt nach einem Plan. Danke für dieses unterhaltsame Gespräch. Passt auf euch auf. Du auch? Passt auf euch auf und habt einen schönen Tag. Auf Wiedersehen vorerst. Lektion 2. Gesunde Ernährung bei Diabetes.
Hallo Anna, ich habe nach gesunden Ernährungsmöglichkeiten für Menschen mit Diabetes geforscht. Hast du irgendwelche Empfehlungen? Hallo John. Absolut, es gibt viele nahrhafte Optionen. Ein Beispiel ist grünes Blattgemüse wie Spinat und Grünkohl. Blattgemüse ist eine hervorragende Quelle für Vitamine und Mineralien. Was ist mit Früchten? Gibt es welche, die besonders nützlich sind? Ja, Früchte wie Beeren wie Erdbeeren und Blaubeeren sind zuckerarm und reich an Antioxidantien. Das ist gut zu wissen. Antioxidantien können helfen, Entzündungen zu reduzieren und vor Zellschäden zu schützen. Wie wäre es mit Protein? Magere Proteinquellen wie Hühnchen, Truthahn und Fisch sind hervorragende Optionen. Sie liefern essentielle Nährstoffe ohne übermäßiges Fett. Die Aufnahme von Protein in Mahlzeiten kann helfen, den Blutzuckerspiegel zu regulieren. Gibt es bestimmte Getreidearten oder Kohlenhydrate, auf die man sich konzentrieren sollte? Vollkornprodukte wie Quinoa, brauner Reis und Vollkornbrot sind raffinierten Körnern vorzuziehen. Sie liefern mehr Ballaststoffe und Nährstoffe. Es ist bekannt, dass Ballaststoffe helfen, den Blutzuckerspiegel zu kontrollieren und die Gesundheit des Verdauungssystems zu fördern. Gibt es Fette, die für Diabetiker als gesund gelten? Ja, zu den Quellen gesunder Fette gehören Avocados, Nüsse und Olivenöl. Diese Fette wirken sich positiv auf die Herzgesundheit und das allgemeine Wohlbefinden aus. Es ist wichtig, gesunde Fette in Maßen zu wählen. Wie wäre es mit Milchprodukten? Gibt es welche, die besser für Diabetiker sind? Fettarme Milchprodukte wie Magermilch und griechischer Joghurt sind eine gute Wahl. Sie liefern Calcium und Protein ohne zu viel gesättigtes Fett. Das ist gut zu wissen. Calcium ist wichtig für die Gesundheit der Knochen. Gibt es bestimmte Lebensmittel, die für Diabetiker vermieden oder eingeschränkt werden sollten? Es wird empfohlen, verarbeitete Lebensmittel, zuckerhaltige Getränke und Lebensmittel mit hohem Gehalt an gesättigten Fettsäuren und Transfetten einzuschränken. Diese können die Blutzuckerkontrolle negativ beeinflussen. Die Vermeidung oder Minimierung dieser Lebensmittel kann zu einer besseren allgemeinen Gesundheit beitragen. Gibt es zusätzliche Tipps zur Behandlung von Diabetes durch Diät? Das macht Sinn. Das Essen kleinerer, ausgewogener Mahlzeiten in regelmäßigen Abständen kann dazu beitragen, Blutzuckerspitzen und Abfälle zu verhindern. Gibt es noch andere Lebensstilfaktoren, die berücksichtigt werden müssen? Regelmäßige körperliche Aktivität ist entscheidend für die Behandlung von Diabetes. Es hilft, die Insulinsensitivität und die allgemeine Gesundheit zu verbessern. Bewegung ist in der Tat für alle von Vorteil, auch für Menschen mit Diabetes. Es ist wichtig, Aktivitäten zu finden, die uns Spaß machen und die wir aufrechterhalten können. Gibt es abschließende Gedanken oder Ressourcen, die du empfiehlst? Es ist immer eine gute Idee, einen Arzt oder einen registrierten Ernährungsberater zu konsultieren, um eine persönliche Beratung zu erhalten. Sie können maßgeschneiderte Empfehlungen geben, die auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Das ist ein toller Vorschlag. Professionelle Beratung kann einen erheblichen Unterschied machen. Vielen Dank, dass Sie diese Erkenntnisse geteilt haben. Lektion 3: Erkunden Sie beliebte Restaurants. Hallo Anna, ich habe gehört, dass es gleich um die Ecke ein beliebtes Restaurant gibt. Warst du dort?
Hallo John. Ja, ich war ein paar Mal dort. Es ist sehr beliebt bei den Einheimischen. Das ist großartig. Welche Art von Essen servieren Sie? Gibt es ein bestimmtes Gericht, das du empfiehlst? Sie servieren eine Vielzahl von Gerichten, aber ihre Spezialität ist mexikanisches Essen. Ich kann nur empfehlen, ihre Tacos zu probieren. Mexikanisches Essen klingt köstlich. Sind Ihre Tacos scharf? Ich mag extrem scharfes Essen nicht besonders. Sie bieten eine Reihe von Schärfegraden, sodass Sie nach Ihren Wünschen wählen können. Sie haben auch milde Optionen. Das ist gut zu wissen. Ich weiß es zu schätzen, die Wahl zu haben. Gibt es auch vegetarische Optionen? Unbedingt. Sie haben vegetarische Tacos mit würzigen Füllungen wie gegrilltem Gemüse und Bohnen. Sie sind ziemlich lecker. Das ist fantastisch. Ich freue mich, dass Sie auf unterschiedliche Ernährungspräferenzen eingehen. Ist das Lokal für sein Ambiente oder irgendwelche Besonderheiten bekannt? Ja, der Ort hat ein lebendiges und farbenfrohes Ambiente. An bestimmten Abenden gibt es auch Live-Musik, was das Erlebnis noch verstärkt. Das klingt nach einer lebhaften Atmosphäre. Es muss ein großartiger Ort sein, um eine Mahlzeit und Unterhaltung zu genießen. Ist es normalerweise überfüllt? Vor allem in den Hauptverkehrszeiten kann es voll werden. Es ist ein beliebter Ort, daher ist es ratsam, eine Reservierung vorzunehmen oder früh zu gehen. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Danke für den Tipp. Gibt es noch andere beliebte Restaurants in der Gegend, die Sie empfehlen würden? Ja, in der Nähe gibt es ein gemütliches Café, das fantastisches Gebäck und Kaffeespezialitäten serviert. Es ist ein perfekter Ort für einen schnellen Snack oder eine erholsame Pause. Ich liebe Gebäck und Kaffee. Was sind einige der Dinge, die man im Café unbedingt probieren muss? Ihre Croissants sind absolut köstlich, besonders das Mandelcroissant. Und ihre Lattes werden mit frisch gebrühten Kaffeebohnen zubereitet. Das klingt himmlisch. Ich werde auf jeden Fall darauf achten, auch dieses Café zu besuchen. Gibt es noch andere versteckte Juwelen in der Nachbarschaft, von denen Sie wissen? Ein paar Blocks entfernt gibt es ein kleines italienisches Restaurant in Familienbesitz. Sie servieren authentische hausgemachte Nudelgerichte, die absolut göttlich sind. Ich bin ein großer Fan der italienischen Küche. Hausgemachte Pasta klingt fantastisch. Haben Sie irgendwelche herausragenden Gerichte, die ich nicht verpassen sollte? Ihre Lasagne und Carbonara sind sehr zu empfehlen. Die Aromen sind reichhaltig und die Portionen sind großzügig. Ich kann einer guten Lasagne oder Carbonara nicht widerstehen. Ich werde mir das Restaurant auf jeden Fall auch ansehen. Vielen Dank, dass Sie diese Empfehlungen geteilt haben. Lektion 4: Flexible Zahlungsbedingungen. Hallo Anna, ich denke über einen Kauf nach, suche aber nach Flexibilität bei den Zahlungsbedingungen. Nach welcher Art von Flexibilität suchen Sie? Hallo John. Ich suche nach Optionen, die es mir ermöglichen, in Raten und nicht als Pauschalbetrag zu zahlen. Es hilft bei der Verwaltung meines Budgets. Ich verstehe. Viele Unternehmen bieten heutzutage Ratenzahlungspläne an. Haben Sie darüber nachgedacht, den Verkäufer zu kontaktieren, um die Zahlungsmöglichkeiten zu besprechen? Das ist eine gute Idee.
Ich werde Sie auf jeden Fall kontaktieren, um mich nach Ratenzahlungsplänen zu erkundigen. Es ist wichtig, die allgemeinen Geschäftsbedingungen zu klären. Absolut. Es ist wichtig, ein klares Verständnis des Zahlungsplans, der Zinssätze und aller damit verbundenen zusätzlichen Gebühren zu haben. Haben Sie über die Dauer der Raten nachgedacht? Ja, ich bevorzuge kürzere Ratenzahlungen, zum Beispiel 6 Monate oder ein Jahr. Auf diese Weise kann ich die Zahlung früher abwickeln und langfristige Verpflichtungen vermeiden. Kürzere Laufzeiten können in der Tat für mehr Flexibilität und eine schnellere Rückzahlung sorgen. Haben Sie auch darüber nachgedacht, den Zinssatz auszuhandeln? Ja, ich glaube, es lohnt sich, den Zinssatz mit dem Verkäufer zu besprechen. Niedrigere Zinssätze können die Gesamtzahlung überschaubarer machen. Die Aushandlung des Zinssatzes ist eine großartige Strategie. Es schadet nicht, nachzufragen, und manchmal sind Verkäufer bereit, die Konditionen anzupassen. Sind Sie auf bestimmte Zahlungspläne gestoßen, die Ihre Aufmerksamkeit erregt haben? Ja, ich bin auf einige Unternehmen gestoßen, die für einen bestimmten Zeitraum Ratenzahlungspläne ohne Zinsen anbieten. Es ist ziemlich ansprechend. Pläne mit Nullzinsen können von Vorteil sein, insbesondere wenn Sie den Restbetrag innerhalb der zinsfreien Zeit abzahlen können. Haben Sie über Backup-Pläne nachgedacht, falls keine Ratenzahlungsoptionen verfügbar sind? Ja, wenn Ratenzahlungen nicht durchführbar sind, könnte ich erwägen, eine Kreditkarte zu verwenden, die eine längere zinslose Laufzeit bietet, um die Zahlungen zu verteilen. Das ist eine gute Alternative. Viele Kreditkarten bieten Werbeangebote mit verlängerten zinslosen Zeiträumen. Haben Sie die allgemeinen Geschäftsbedingungen Ihrer Kreditkarte überprüft? Das habe ich, und zum Glück bietet meine Kreditkarte solche Werbeangebote an. Es ist immer wichtig, die Bedingungen zu überprüfen und sicherzustellen, dass keine versteckten Gebühren anfallen. Das sind großartige Neuigkeiten. Es ist wichtig, die allgemeinen Geschäftsbedingungen gründlich zu verstehen, bevor Sie mit einem Zahlungsplan fortfahren. Haben Sie darüber nachgedacht, sich von einem Finanzberater beraten zu lassen? Ja, ich denke, es wäre von Vorteil, einen Finanzberater zu konsultieren. Sie können mich fachkundig beraten und mir helfen, eine fundierte Entscheidung zu treffen. Es ist eine kluge Wahl, professionellen Rat einzuholen. Ein Finanzberater kann Ihre Situation beurteilen und die besten Zahlungsoptionen für Ihre spezifischen Bedürfnisse empfehlen. Haben Sie Ressourcen oder Websites gefunden, die Informationen zu flexiblen Zahlungsmöglichkeiten bieten? Ja, ich habe einige Websites gefunden, die verschiedene Zahlungsoptionen vergleichen und Einblicke in flexible Zahlungspläne bieten. Es lohnt sich, sie zu erkunden, um weitere Informationen zu erhalten. Das ist fantastisch. Online-Ressourcen können ein wertvolles Instrument bei der Suche nach Zahlungsmöglichkeiten sein. Vielen Dank, dass Sie diese Erkenntnisse geteilt haben. Lektion 5: Unglückliches Autopanne. Hallo Anna, du siehst unglücklich aus. Was ist passiert? Hallo John. Es ist mein Auto. Gestern hat mein Neffe beim Spielen versehentlich eine Delle eingedrungen. Oh nein, das ist bedauerlich. Ist der Schaden schwerwiegend? Kann er leicht repariert werden? Die Delle ist ziemlich auffällig und erfordert professionelle Reparaturen. Ich bin mir nicht sicher, wie lange es dauern wird oder wie viel es kosten wird. Das ist verständlich. Unfälle passieren, besonders wenn Kinder in der Nähe sind. Haben Sie eine Autowerkstatt für einen Kostenvoranschlag kontaktiert? Ja, ich habe mich bereits an einige Reparaturwerkstätten in der Gegend gewandt.
Ich warte auf Ihre Antwort mit den Kosten und dem Zeitrahmen. Es ist gut, dass Sie umgehend Maßnahmen ergreifen. Wenn Sie mehrere Schätzungen einholen, können Sie eine fundierte Entscheidung treffen. Haben Sie eine Ahnung, wie es zu der Delle gekommen ist? Es ist passiert, als mein Neffe beim Spielen in der Einfahrt versehentlich mit einem Ball auf das Auto traf. Es war ein unerwarteter Unfall. Kinder können manchmal unberechenbar sein. Ich hoffe, deinem Neffen geht es gut. Haben Sie darüber nachgedacht, Ihre Versicherungsgesellschaft in den Prozess einzubeziehen? Zum Glück geht es meinem Neffen gut. Was die Versicherung angeht, werde ich Sie heute kontaktieren, um die Situation zu besprechen und zu sehen, ob Sie die Reparaturen decken können. Das ist ein kluger Schachzug. Ihre Versicherungspolice könnte solche Vorfälle abdecken. Stellen Sie sicher, dass Sie alle für den Anspruch erforderlichen Unterlagen zusammenstellen. Absolut. Ich sammle alle erforderlichen Informationen und Dokumente, bevor ich mich an die Versicherungsgesellschaft wende. Es ist wichtig, genaue Angaben zu machen. Gute Überlegung. Auf diese Weise wird das Antragsverfahren reibungsloser ablaufen. Haben Sie während der Reparatur Ihres Autos einen alternativen Transportplan? Ich erwäge, während der Reparaturzeit ein Auto zu mieten. Es wird mir helfen, meine täglichen Aktivitäten ohne größere Störungen fortzusetzen. Ein Auto zu mieten ist eine praktische Lösung. Es ermöglicht Ihnen, Ihre Mobilität aufrechtzuerhalten, bis Ihr eigenes Auto bereit ist. Haben Sie die Mietoptionen in Ihrer Nähe überprüft? Ja, ich habe mir die Mietoptionen in der Nähe angesehen. Es gibt einige seriöse Autovermieter mit unterschiedlichen Fahrzeugoptionen und günstigen Preisen. Das ist großartig. Lesen Sie den Mietvertrag sorgfältig durch und verstehen Sie alle zusätzlichen Gebühren oder Versicherungsanforderungen. Sicherheit ist wichtig. Absolut. Ich werde den Mietvertrag gründlich prüfen und alle Zweifel klären, bevor ich die Vermietung abschließe. Sicherheit und Transparenz sind von entscheidender Bedeutung. Es ist gut, vorsichtig und gut informiert zu sein. Ich hoffe, alles wird reibungslos geklärt und Ihr Auto ist bald wieder in seinem ursprünglichen Zustand. Ich danke dir. Danke für deine Unterstützung. Es ist definitiv ein unerwarteter Rückschlag, aber ich hoffe, dass irgendwann alles klappen wird. Du bist willkommen. Bleiben Sie während des gesamten Prozesses positiv und geduldig. Wenn Sie Hilfe oder jemanden zum Reden benötigen, bin ich für Sie da. Lektion 6: Ankunft und Besichtigung von London. Hallo Anna, ich bin gerade um 10 Uhr und 30 Minuten in London angekommen. Es ist eine wunderschöne Stadt, in der es so viel zu entdecken gibt. Hallo John. London ist in der Tat eine faszinierende Stadt. Der Zeitpunkt Ihrer Ankunft klingt perfekt für einen Sichtseeeintag. Was planen Sie als erstes zu besuchen? Ich denke darüber nach, mit den ikonischen Wahrzeichen wie Big Ben und dem Tower of London zu beginnen. Sie sind Attraktionen, die man gesehen haben muss. Das klingt nach einem großartigen Plan. Big Ben ist ein beeindruckender Anblick, und der Tower of London hat so viel Geschichte. Haben Sie die Ticketpreise für diese Attraktionen überprüft? Ja, ich habe vor meiner Reise einige Nachforschungen angestellt. Die Ticketpreise variieren, aber es lohnt sich für die Erfahrung und die Gelegenheit, etwas über Londons Geschichte zu erfahren. Es ist immer gut, im Voraus zu planen und eine Vorstellung von den damit verbundenen Kosten zu haben. Erwägen Sie Führungen oder Audioguides für ein intensiveres Erlebnis. Ich denke auf jeden Fall darüber nach.
Eine Führung kann wertvolle Einblicke bieten und den Besuch interessanter gestalten. Außerdem ist es eine großartige Möglichkeit, mehr über die Stadt zu erfahren. Absolut. Reiseleiter können interessante Geschichten und Fakten über die Sehenswürdigkeiten erzählen und so ihr Gesamterlebnis verbessern. Haben Sie sich bestimmte Touroptionen angesehen? Ja, ich habe online ein paar hochbewertete Führungen gefunden, die mehrere Attraktionen auf einmal abdecken. Sie scheinen eine bequeme Möglichkeit zu sein, die Stadt effizient zu erkunden. Das ist ein kluger Ansatz, besonders wenn Sie nur wenig Zeit haben. Es ermöglicht Ihnen, in kürzerer Zeit mehr zu sehen. Planen Sie, auch Museen zu besuchen? Ja, ich bin daran interessiert, das British Museum und die Nationalgalerie zu besuchen. Sie haben unglaubliche Sammlungen, die ich gerne erkunden würde. Das British Museum und die Nationalgalerie sind bekannt für ihre Kunst und historischen Artefakte. Informieren Sie sich über die Öffnungszeiten und alle Einschränkungen aufgrund von Covid-19. Absolut. Ich werde Ihre Zeitpläne und Sicherheitsrichtlinien noch einmal überprüfen, bevor ich dorthin gehe. Es ist wichtig, auf dem Laufenden zu bleiben und Ihrem Wohlbefinden Priorität einzuräumen. Sicherheit sollte immer Priorität haben, besonders in diesen Zeiten. Die Sehenswürdigkeiten zu genießen und gleichzeitig die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, sorgt für ein unvergessliches Erlebnis. Haben Sie vor, während Ihres Besuchs lokale Gerichte zu Definitiv. probieren? Ich freue mich darauf, einige traditionelle britische Gerichte wie Fish and Chips und einen herzhaften Sonntagsbraten zu probieren. Es ist Teil der kulturellen Erfahrung. Das ist eine tolle Idee. Die britische Küche hat ihre eigenen einzigartigen Aromen. Vergessen Sie nicht, sich auch Tee und Scones zu gönnen. Es ist ein typisch britischer Leckerbissen. Tee und Scones stehen definitiv auf meiner Liste. Ich freue mich darauf, ein traditionelles Nachmittagsteerlebnis zu genießen. Irgendwelche Empfehlungen für ein gutes Teehaus? In London gibt es viele schöne Teehäuser. Das Ritz und das Dorchester sind berühmt für ihren luxuriösen Nachmittagstee. Sie sind eine Überlegung wert. Das Ritz und das Dorchester klingen nach fantastischen Optionen. Ich werde sie mir ansehen und eine Reservierung vornehmen. Danke für die Vorschläge. Du bist willkommen. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Ich hoffe, Sie haben eine wundervolle Zeit beim Erkunden Londons und genießen Sie jeden Moment Ihrer Reise. Ich danke dir. Danke für deine guten Wünsche. Ich werde das Beste aus meiner Zeit hier machen und bleibende Erinnerungen schaffen. Passt auf euch auf. Lektion 7: Prozesse rationalisieren und Produktivität steigern. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, wie wir die Effizienz unseres Teams verbessern können. Wir können Prozesse rationalisieren und Verschwendung reduzieren. Hallo John. Das ist eine großartige Idee. Die Rationalisierung von Prozessen kann zu einer besseren Produktivität und Kosteneinsparungen führen. Wie schlagen Sie vor, dass wir beginnen? Eine Möglichkeit besteht darin, redundante Aufgaben zu identifizieren und zu eliminieren. Wir können auch bestimmte Prozesse automatisieren, um manuelle Arbeit zu reduzieren und Zeit zu sparen. Das macht Sinn. Die Automatisierung kann die Produktivität grundlegend verändern. Haben Sie bestimmte Aufgaben in Betracht gezogen, die automatisiert werden können? Ja, Aufgaben wie Dateneingabe und Berichtsgenerierung können mit Hilfe von Software oder Tools automatisiert werden. Das wird uns mehr Zeit für wertvollere Arbeit geben. Automatisierung würde definitiv unsere Produktivität steigern.
Wir sollten uns auch darauf konzentrieren, die Kommunikation innerhalb des Teams zu verbessern. Irgendwelche Ideen dazu? Absolut. Eine Idee ist die Implementierung eines Projektmanagement-Tools, das es uns ermöglicht, zusammenzuarbeiten, Updates auszutauschen und den Fortschritt in Echtzeit zu verfolgen. Das klingt nach einer großartigen Lösung. Ein Projektmanagement-Tool würde sicherstellen, dass alle auf derselben Wellenlänge sind und Missverständnisse reduzieren. Irgendwelche Tool-Empfehlungen? Es gibt mehrere beliebte Projektmanagement-Tools wie Trello, Asana und Monday.com. Wir können ihre Funktionen erkunden und diejenige auswählen, die unseren Bedürfnissen am besten entspricht. Lassen Sie uns einige Nachforschungen anstellen und die Optionen vergleichen. Es ist wichtig, ein Tool zu finden, das benutzerfreundlich ist und die Funktionen bietet, die wir benötigen. Was ist mit dem Training? Guter Punkt. Neben der Implementierung neuer Tools und Prozesse sollten wir das Team schulen und unterstützen. Es wird ihnen helfen, sich an die Veränderungen anzupassen und sie anzunehmen. Schulung und Unterstützung sind entscheidend für einen reibungslosen Übergang. Wir können Workshops organisieren oder Online-Ressourcen bereitstellen, um sicherzustellen, dass sich jeder mit den Änderungen wohlfühlt. Absolut. Es ist wichtig, unser Team zu stärken und eine Lernkultur zu schaffen. Ein weiterer zu berücksichtigender Aspekt sind regelmäßiges Feedback und Leistungsbewertungen. Was sind deine Gedanken? Ich stimme zu. Regelmäßige Feedbackgespräche können helfen, Bereiche mit Verbesserungspotenzial zu identifizieren und Erfolge anzuerkennen. Es motiviert das Team zu besseren Leistungen und trägt zum Gesamtwachstum bei. Feedback spielt eine wichtige Rolle bei der Förderung eines positiven Arbeitsumfelds. Wir sollten ein Feedbacksystem einrichten, das eine offene und konstruktive Kommunikation fördert. Das ist eine großartige Initiative. Ein Feedbacksystem sorgt für kontinuierliche Verbesserung und stärkt unsere Teamdynamik. Wir können mit regelmäßigen Check-ins und Fortschrittsberichten beginnen. Regelmäßige Check-ins bieten die Möglichkeit, sich allen Herausforderungen zu stellen und Erfolge zu feiern. Dadurch bleibt unser Team konzentriert und motiviert. Irgendwelche anderen Ideen zur Steigerung der Produktivität? Wir können auch die Zusammenarbeit und den Wissensaustausch zwischen den Teammitgliedern fördern. Regelmäßige Brainstorming-Sitzungen und der Austausch bewährter Verfahren können Kreativität und Effizienz fördern. Zusammenarbeit und Wissensaustausch sind leistungsstarke Tools. Indem wir das kollektive Fachwissen unseres Teams nutzen, können wir mehr erreichen und innovative Lösungen finden. Machen wir es zu einer Priorität. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Gemeinsam können wir eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung schaffen und die Produktivität auf ein neues Niveau heben. Ich freue mich darauf, diese Ideen umzusetzen. Ich freue mich, dass du an Bord bist. Ich bin zuversichtlich, dass wir mit unseren gemeinsamen Anstrengungen großartige Ergebnisse erzielen können. Lassen Sie uns loslegen und unser Team noch erfolgreicher machen. Lektion 8: Stärkung der Sicherheit zu Hause. Hallo Anna, ich habe über unsere Haussicherheit nachgedacht. Stimmt, es ist befähigend, die Kontrolle zu übernehmen und unsere Sicherheit zu gewährleisten. Hallo John. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es ist wichtig, Seelenfrieden zu haben und unser Zuhause und unsere Lieben zu schützen. Wie schlagen Sie vor, dass wir unsere Sicherheit verbessern? Eine Idee ist die Installation eines intelligenten Sicherheitssystems. Es ermöglicht uns, unser Zuhause mit unseren Smartphones oder anderen Geräten fernzusteuern und zu überwachen. Das klingt nach einer großartigen Lösung. Mit einem intelligenten Sicherheitssystem können wir Warnmeldungen in Echtzeit empfangen, Aufnahmen von Sicherheitskameras ansehen und sogar Schlösser und Lichter fernsteuern.
Exakt. Es bietet Komfort, Flexibilität und Seelenfrieden. Wir können auch erwägen, rund um unser Grundstück Leuchten mit Bewegungssensor und Sicherheitskameras anzubringen. Bewegungssensorlichter und Sicherheitskameras wirken abschreckend und helfen uns, verdächtige Aktivitäten im Auge zu behalten. Wir sollten sie strategisch platzieren, um eine maximale Reichweite zu gewährleisten. Absolut. Ein gut beleuchteter Außenbereich und sichtbare Sicherheitskameras können potenzielle Eindringlinge abschrecken. Wir sollten auch unsere Türen und Fenster effektiv sichern. Die Stärkung unserer Türen und Fenster ist unerlässlich. Wir können Riegel anbringen, Türrahmen verstärken und erwägen, Fenster mit Sicherheitsfolie zu versehen, um sie widerstandsfähiger zu machen. Durch die Stärkung unserer Einstiegspunkte wird eine zusätzliche Sicherheitsebene hinzugefügt. Wir sollten auch auf unsere Online-Präsenz achten und gute Cybersicherheitsgewohnheiten anwenden. Cybersicherheit ist im heutigen digitalen Zeitalter von entscheidender Bedeutung. Wir sollten sichere, eindeutige Passwörter verwenden, die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren und unsere Geräte und Software regelmäßig aktualisieren. Das Ergreifen dieser Vorsichtsmaßnahmen trägt zum Schutz unserer persönlichen Daten bei und verhindert unbefugten Zugriff. Wir sollten auch eine Bewertung der Haussicherheit in Betracht ziehen. Eine Bewertung der Haussicherheit kann Sicherheitslücken identifizieren und Verbesserungsempfehlungen geben. Dies ist ein proaktiver Schritt zur Verbesserung unserer allgemeinen Sicherheit. Absolut. Es ist besser, proaktiv als reaktiv zu sein, wenn es um die Sicherheit zu Hause geht. Wir sollten uns und unsere Familienmitglieder auch über Sicherheitsmaßnahmen informieren. Bildung ist der Schlüssel. Wenn wir unseren Familienmitgliedern etwas über Notfallmaßnahmen beibringen, zum Beispiel darüber, was im Falle eines Brandes oder eines Einbruchs zu tun ist, stellt sicher, dass alle vorbereitet sind und wissen, wie sie sich schützen können. Vorsorge ist unerlässlich. Wir können eine Notfallausrüstung mit wichtigen Dingen wie Taschenlampen, Erste-Hilfe-Artikeln und Kontaktinformationen für Notfälle zusammenstellen. Die Verfügbarkeit einer Notfallausrüstung kann in Krisenzeiten einen erheblichen Unterschied machen. Wir sollten auch erwägen, an einem Nachbarschaftsbeobachtungsprogramm teilzunehmen. Programme zur Nachbarschaftsbeobachtung fördern das Engagement der Gemeinschaft und tragen zur Schaffung einer sichereren Umgebung bei. Es ist eine Gelegenheit, mit unseren Nachbarn in Kontakt zu treten und aufeinander aufzupassen. Der Aufbau einer starken und unterstützenden Community ist für die Sicherheit aller von Vorteil. Wir sollten auch unsere Sicherheitsmaßnahmen regelmäßig überprüfen und bei Bedarf aktualisieren. Die regelmäßige Überprüfung und Aktualisierung unserer Sicherheitsmaßnahmen stellt sicher, dass wir potenziellen Bedrohungen immer einen Schritt voraus sind. Lassen Sie uns der Sicherheit zu Hause Priorität einräumen und uns selbst in die Lage versetzen, das zu schützen, was am wichtigsten ist. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Indem wir proaktive Maßnahmen ergreifen und wachsam bleiben, können wir eine sichere häusliche Umgebung schaffen. Lassen Sie uns anfangen und unser Zuhause noch sicherer machen. Absolut. Gemeinsam können wir uns selbst stärken und die Sicherheit und das Wohlbefinden unseres Zuhauses und unserer Familie gewährleisten. Lassen Sie uns die Kontrolle übernehmen und dafür sorgen, dass es passiert. Lektion 9: Bath & Body Store erkunden. Hallo Anna, warst du schon einmal in diesem Bath & Body Store? Hallo John. Nein, es ist mein erstes Mal. Ich habe großartige Dinge darüber gehört. Lass es uns überprüfen. Unbedingt. Ich bin gespannt, was Sie zu bieten haben. Der Laden sieht einladend und gut bestückt aus. Das tut es auf jeden Fall. Die farbenfrohen Displays und der angenehme Duft machen das Einkaufserlebnis noch angenehmer.
Ich stimme zu. Das Ambiente des Ladens ist beruhigend und entspannend. Lassen Sie uns damit beginnen, die verschiedenen Abschnitte zu erkunden. Gute Idee. Ich sehe, Sie haben eine große Auswahl an Bade- und Duschprodukten. Von Körperwaschmitteln bis hin zu Badebomben ist für jeden etwas dabei. Das ist fantastisch. Ich interessiere mich besonders für Ihre Hautpflegeprodukte. Ich habe nach einer guten Feuchtigkeitscreme gesucht. Hautpflege ist wichtig, und dieser Laden scheint eine Vielzahl von Optionen zu bieten. Mal sehen, ob wir die perfekte Feuchtigkeitscreme für Sie finden können. Danke. Mir ist auch ein Abschnitt aufgefallen, der Aromatherapieprodukten gewidmet ist. Ätherische Öle und Kerzen können zu Hause eine beruhigende Atmosphäre schaffen. Aromatherapie kann unglaublich entspannend sein. Ich werde mir diesen Abschnitt auf jeden Fall ansehen. Oh, sieh mal. Sie haben eine Ausstellung mit Geschenksets. Geschenksets sind eine großartige Idee für Geburtstage oder besondere Anlässe. Wir können wunderschön verpackte Sets für Männer und Frauen finden. Das ist wunderbar. Das macht das Einkaufen von Geschenken viel einfacher. Ich bin auch neugierig auf Ihre Raumduftprodukte. Lassen Sie uns auch diesen Abschnitt erkunden. Absolut. Ein angenehmer Duft kann dazu führen, dass sich ein Haus einladender anfühlt. Wir können Kerzen, Diffusoren und Raumsprays finden, um unserem Zuhause einen schönen Duft zu verleihen. Ich finde es toll, wie Sie eine Vielzahl von Düften zur Auswahl anbieten. Wir können experimentieren und diejenigen finden, die unseren Vorlieben am besten entsprechen. Es ist toll, Optionen zu haben. Mir ist auch ein Abschnitt aufgefallen, der Hand- und Fußpflegeprodukten gewidmet ist. Sie scheinen alles zu haben, was wir für ein Spa-ähnliches Erlebnis zu Hause brauchen. Das Verwöhnen unserer Hände und Füße ist für die Selbstpflege unerlässlich. Ich freue mich, dass Sie dafür einen eigenen Bereich haben. Vergessen wir nicht, es uns anzusehen. Auf jeden Fall. Auf uns selbst aufzupassen sollte Priorität haben. Oh, sieh mal. Sie haben einen Beratungsschalter für Hautpflege. Wir können personalisierte Empfehlungen erhalten. Das ist fantastisch. Es ist immer hilfreich, fachkundige Beratung zur Hautpflege zu erhalten. Stellen wir sicher, dass Sie diesen Service nutzen. Absolut. Durch personalisierte Empfehlungen stellen wir sicher, dass wir die richtigen Produkte für unsere spezifischen Bedürfnisse auswählen. Dieser Laden scheint alles zu haben. Ich bin beeindruckt von der Vielfalt und Qualität der angebotenen Produkte. Es wird ein lustiges und fruchtbares Einkaufserlebnis. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Lassen Sie uns Zeit nehmen, jeden Abschnitt erkunden und den Prozess der Entdeckung neuer und aufregender Produkte genießen. Klingt nach einem Plan. Lassen Sie uns in dieses Bath & Body Store Abenteuer eintauchen und das Beste aus unserem Besuch machen. Ich freue mich. Lass uns gehen und uns auf diese duftende und erfrischende Reise begeben. Ich bin mir sicher, dass wir einige tolle Produkte finden werden, um unsere Selbstpflegeroutine zu verbessern. Lektion 10. Unangenehmes Händedrücken überwinden. Hallo Anna, hast du es schon einmal als unangenehm empfunden, wenn dir jemand zuerst die Hand entgegenstreckt? Hallo John. Ich habe mich in der Vergangenheit etwas unbehaglich gefühlt, besonders in ungewohnten Situationen. Aber ich habe ein paar Strategien gelernt, um es komfortabler zu machen. Das ist gut zu hören. Es kann schwierig sein, sich in sozialen Grüßen zurechtzufinden, vor allem, wenn man neue Leute kennenlernt. Welche Strategien haben Sie als hilfreich empfunden?
Eine Strategie besteht darin, dem Enthusiasmus der anderen Person zu entsprechen. Wenn sie einen festen Handschlag anbietet, erwidere ich dies ebenfalls mit einem festen Handschlag. Das ist ein toller Tipp. Es hilft, ein Gefühl der Ausgeglichenheit zu schaffen und zeigt, dass Sie an der Interaktion beteiligt sind. Was tun Sie noch, um mit solchen Situationen umzugehen? Eine andere Technik besteht darin, den Augenkontakt aufrecht zu erhalten und beim Händeschütteln ein echtes Lächeln zu bieten. Es hilft, eine Verbindung herzustellen und macht die Interaktion angenehmer. Augenkontakt und ein Lächeln können viel dazu beitragen, dass sich jemand wohlfühlt. Es zeigt, dass Sie ansprechbar und offen für die Interaktion sind. Irgendwelche anderen Vorschläge? Ja, es ist auch hilfreich, sich kultureller Unterschiede bewusst zu sein. In einigen Kulturen sind verschiedene Formen der Begrüßung üblicher, wie Verbeugungen oder Wangenküsse. Das ist ein wichtiger Punkt. Die Beachtung kultureller Normen kann unbeabsichtigten Missverständnissen vorbeugen. Es ist immer gut, etwas über verschiedene Bräuche zu lernen. Absolut. Wenn Sie sich die Zeit nehmen, kulturelle Unterschiede zu verstehen und zu respektieren, kann dies eine bessere Kommunikation fördern und einen positiven Eindruck hinterlassen. Machst du sonst noch etwas? Eine weitere Sache, die ich hilfreich finde, ist, vorher zu üben. Du kannst deinen Handschlag mit einem Freund oder Familienmitglied proben, um Selbstvertrauen zu gewinnen und deine Technik zu verfeinern. Das ist eine fantastische Idee. Üben kann dir helfen, dich wohler zu fühlen und dafür zu sorgen, dass dein Handschlag für beide Seiten fest und angenehm ist. Würdest du noch etwas hinzufügen? Und falls du dich beim Händeschütteln immer noch unwohl fühlst, kannst du höflich erklären, dass du alternative Grüße bevorzugst, zum Beispiel ein Winken oder eine freundliche verbale Begrüßung. Das ist ein toller Vorschlag. Es ist wichtig, dass Sie Ihre Präferenz respektvoll kommunizieren und eine Begrüßung finden, die Ihrem Komfortniveau entspricht. Gibt es noch etwas, das du teilen möchtest? Eine weitere Sache, die ich erwähnen möchte, ist, dass Übung den Meister macht. Je mehr Sie sich auf soziale Interaktionen und Händeschütteln einlassen, desto wohler werden Sie sich mit der Zeit fühlen. Absolut, Übung und Kontakt können helfen, anfängliche Unannehmlichkeiten zu überwinden. Es geht darum, Selbstvertrauen aufzubauen und ihre eigene authentische Art zu finden, andere zu begrüßen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Das Überwinden unangenehmer Händedrucke ist eine Frage der Übung, des Bewusstseins und der Suche nach dem, was für Sie am besten funktioniert. Vielen Dank, dass Sie diese Strategien geteilt haben. Du bist willkommen. Es war mir eine Freude, dieses Thema mit Ihnen zu besprechen. Ich hoffe, diese Strategien können auch anderen helfen, unangenehme Handschläge bequemer zu bewältigen. Ich bin mir sicher, dass Sie das tun werden. Lassen Sie uns unsere sozialen Fähigkeiten weiterentwickeln und neue Interaktionen mit Zuversicht angehen. Auf bequemere Grüße in der Zukunft. Lektion 11: Das perfekte Budgethotel finden. Hallo Anna, ich versuche bei meiner bevorstehenden Reise Geld zu sparen. Ich denke, ein Aufenthalt in einem Budgethotel wäre ideal. Hallo John. Das ist eine kluge Idee. Budgethotels können Ihnen helfen, etwas Geld zu sparen und gleichzeitig einen komfortablen Aufenthalt zu bieten. Absolut. Ich habe gehört, dass einige Budgethotels großartige Annehmlichkeiten und Dienstleistungen zu erschwinglichen Preisen bieten. Haben Sie irgendwelche Empfehlungen? Auf jeden Fall. Eine Möglichkeit besteht darin, Online-Reise-Websites zu überprüfen. Sie haben oft eine große Auswahl an günstigen Hotels mit Bewertungen und Bewertungen von früheren Gästen. Das ist ein guter Vorschlag. Das Lesen von Bewertungen kann mir eine bessere Vorstellung davon geben, was mich erwartet, und mir helfen, das richtige Hotel auszuwählen.
Irgendwelche anderen Tipps? Ein weiterer Tipp ist, den Standort zu berücksichtigen. Manchmal bieten günstige Hotels, die etwas weiter vom Stadtzentrum oder beliebten Touristengebieten entfernt sind, niedrigere Preise an. Das macht Sinn. Solange es in der Nähe gute Transportmöglichkeiten gibt, kann es eine budgetfreundliche Option sein, etwas außerhalb der wichtigsten Touristengebiete zu wohnen. Sonst noch etwas? Ja, es lohnt sich auch zu prüfen, ob das Hotel ein kostenloses Frühstück anbietet. Wenn Sie den Tag mit einer inbegriffenen Mahlzeit beginnen, können Sie etwas mehr Geld sparen. Das ist ein gutes Argument. Ein inbegriffenes Frühstück kann eine bequeme und kostengünstige Option sein, insbesondere wenn Sie vorhaben, die Stadt tagsüber zu erkunden. Irgendwelche anderen Vorschläge? Eine weitere Überlegung ist die Raumgröße. Wenn Sie mit einem kleineren Zimmer zufrieden sind, können Sie oft bessere Preise finden, solange es Ihren Grundbedürfnissen entspricht. Ich verstehe. Solange das Zimmer sauber ist und über das Nötigste verfügt, sollte eine kleinere Größe kein Problem sein. Es geht darum, das richtige Gleichgewicht zu finden. Gibt es sonst noch etwas, das du empfehlen würdest? Vergessen Sie nicht, die Preise auf verschiedenen Plattformen zu vergleichen. Manchmal bietet die Website des Hotels möglicherweise Sonderangebote oder Rabatte, die anderswo nicht verfügbar sind. Das ist ein wertvoller Tipp. Es ist immer eine gute Idee, einige Nachforschungen anzustellen und die Preise zu vergleichen, um sicherzustellen, dass Sie das beste Angebot erhalten. Vielen Dank, dass Sie diese Erkenntnisse geteilt haben. Du bist willkommen. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Denken Sie daran, dass Sie auch mit kleinem Budget komfortable und günstige Unterkünfte finden können. Gibt es noch etwas, das du gerne wissen würdest? Eine Sache noch? Es kann nützlich sein, sich direkt an das Hotel zu wenden und sich nach verfügbaren Rabatten oder Sonderpreisen zu erkundigen. Fragen tut nie weh. Das ist eine hervorragende Idee. Manchmal sind Hotels bereit, Rabatte für längere Aufenthalte anzubieten oder wenn sie direkt bei Ihnen buchen. Es ist einen Versuch wert. Danke für den Vorschlag. Du bist willkommen. Ich hoffe, diese Tipps helfen mir, das perfekte Budgethotel für meine Reise zu finden. Auf einen komfortablen Aufenthalt, ohne das Budget zu sprengen. Lektion 12: Probleme beim Lebensmitteleinkauf. Hallo Anna, hast du alles auf deiner Liste gefunden? Hallo John. Fast alles. Ich konnte keine Eier finden. Sie scheinen ausverkauft zu sein. Das ist bedauerlich. Hast du einen Mitarbeiter gefragt, ob er hinten noch mehr hat? Ja, habe ich. Sie sagten, Sie erwarten morgen eine neue Lieferung, also komme ich dann wieder. Das ist ein guter Plan. Es ist immer hilfreich, sich beim Personal nach Gegenständen zu erkundigen, die sie nicht finden konnten. Was brauchten sie noch? Ich habe alles andere gefunden, Obst, Gemüse und einige Grundnahrungsmittel. Aber die Eier waren das Einzige, was fehlte. Nun, zumindest konntest du die meisten Artikel auf deiner Liste bekommen. Manchmal ist es schwierig, alles auf einer Reise zu finden. Absolut. Ich bin froh, dass ich alles andere gefunden habe. Ich muss vorerst nur ohne Eier auskommen. Du könntest auch versuchen, ein anderes Geschäft in der Nähe aufzusuchen. Sie könnten die Eier auf Lager haben. Das ist ein guter Vorschlag. Ich werde im anderen Geschäft nachschauen, wenn ich später etwas mehr Zeit habe. Es ist immer gut, einen Backup-Plan zu haben. Auf jeden Fall.
Es ist gut, verschiedene Optionen zu erkunden und sich nicht nur auf ein Geschäft zu verlassen. Hattest du Schwierigkeiten, etwas anderes zu finden? Nein, alles andere war ziemlich leicht zu finden. Das Geschäft hatte eine gute Auswahl und eine klare Beschilderung für jeden Abschnitt. Das ist toll zu hören. Es macht das Einkaufserlebnis effizienter, wenn alles gut organisiert ist. Ich stimme zu. Das spart Zeit und verringert die Wahrscheinlichkeit, dass Elemente auf der Liste übersehen werden. Haben Sie Tipps für einen erfolgreichen Lebensmitteleinkauf? Ein Tipp, den ich habe, ist, vorher eine detaillierte Liste zu erstellen. Es hilft dir, konzentriert zu bleiben und stellt sicher, dass du nichts vergisst. Das ist ein guter Tipp. Ich finde es immer hilfreich, eine Liste zu haben. Das hält mich organisiert und verhindert Impulskäufe. Ein weiterer Tipp ist, die Preise zu vergleichen und nach laufenden Werbeaktionen zu suchen. Es kann Ihnen helfen, auf lange Sicht Geld zu sparen. Das ist ein kluger Ansatz. Geld sparen ist immer ein Plus. Das werde ich bei meinem nächsten Einkaufsbummel im Hinterkopf behalten. Erwägen Sie abschließend, budgetfreundliche Alternativen auszuprobieren. Wenn Eier beispielsweise teuer sind, könnten Sie sich für andere Proteinquellen wie Bohnen oder Tofu entscheiden. Das ist ein toller Vorschlag. Die Suche nach Alternativen kann sowohl kostengünstig sein als auch Abwechslung in Ihre Mahlzeiten bringen. Ich schätze den Rat. Du bist willkommen. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Denken Sie daran, dass es beim Einkaufen von Lebensmitteln vor allem um Planung, Flexibilität und darum geht, das Beste aus den verfügbaren Optionen herauszuholen. Lektion 13. Kleinere Schritte machen. Hallo Anna, ich habe über die Vorteile kleinerer Schritte zur Erreichung von Zielen gelesen. Das klingt hilfreich. Was kommt als nächstes? Hallo John. Das ist toll zu hören. Kleinere Schritte können dazu führen, dass sich große Ziele erreichbarer anfühlen. Der nächste Schritt besteht darin, Ihr Ziel in kleinere, umsetzbare Aufgaben zu unterteilen. Ich verstehe. Anstatt also zu versuchen, das ganze Ziel auf einmal in Angriff zu nehmen, sollte ich mich auf kleinere Aufgaben konzentrieren, die mich dorthin führen. Das macht Sinn. Exakt. Indem du es aufschlüsselst, kannst du Aufgaben priorisieren, deinen Fortschritt verfolgen und unterwegs kleine Siege feiern. Das hält dich motiviert. Das ist ein gutes Argument. Es ist einfacher, motiviert zu bleiben, wenn Sie Ihre Fortschritte sehen können. Also, wie entscheide ich, mit welchen Aufgaben ich beginnen soll? Identifizieren Sie zunächst die wichtigsten Aufgaben, die zuerst erledigt werden müssen. Dies sind diejenigen, die sich direkt auf Ihr Ziel auswirken. Ich hab's. Also sollte ich mich auf die Aufgaben konzentrieren, die unerlässlich sind, um voranzukommen und das Ziel zu erreichen. Was ist, wenn ich mich überfordert fühle? Wenn Sie sich überfordert fühlen, ist es wichtig, einen Schritt zurückzutreten und es sich noch einmal zu überlegen. Teilen Sie die Aufgaben noch weiter in kleinere, überschaubarere Schritte auf. Das ist ein hilfreicher Ansatz. Wenn Sie sie in noch kleinere Schritte aufteilen, können Sie sie weniger einschüchternd machen. Es geht darum, Fortschritte zu machen, egal wie klein sie sind. Absolut. Fortschritt ist Fortschritt, egal wie klein. Und denken Sie daran, dass es in Ordnung ist, bei Bedarf um Hilfe zu bitten oder Aufgaben zu delegieren. Du musst das nicht alles alleine machen. Das ist eine gute Erinnerung. Manchmal kann es die Reise einfacher und angenehmer machen, Unterstützung von anderen zu suchen. Was ist ein weiterer Tipp, den du hast?
Ein weiterer Tipp ist, realistische Fristen für jede Aufgabe festzulegen. Dies hilft Ihnen, verantwortlich zu bleiben und stellt sicher, dass Sie stetige Fortschritte machen. Das Setzen von Fristen klingt nach einer guten Möglichkeit, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Es verleiht mir ein Gefühl der Dringlichkeit und hält mich konzentriert. Irgendwelche anderen Vorschläge? Ja, denken Sie daran, Ihre Erfolge unterwegs zu feiern. Gönnen Sie sich das Erledigen jeder Aufgabe oder das Erreichen von Meilensteinen. Wenn Sie Fortschritte feiern, bleiben Sie motiviert. Das ist ein ausgezeichneter Vorschlag. Kleine Erfolge zu feiern hilft, eine positive Einstellung zu bewahren und das Selbstvertrauen zu stärken. Ich werde dafür sorgen, dass ich das mache. Ich danke dir. Du bist willkommen. Ich freue mich, dass ich einige hilfreiche Tipps geben konnte. Denken Sie daran, dass kleinere Schritte im Laufe der Zeit zu erheblichen Fortschritten führen können. Gibt es noch etwas, das du gerne wissen würdest? Eine Sache noch? Wie kann ich bei der Arbeit an diesen kleineren Aufgaben konsequent bleiben und Prokrastination vermeiden? Konsistenz ist der Schlüssel. Legen Sie einen regelmäßigen Zeitplan für die Arbeit an Ihren Aufgaben fest und halten Sie sich daran. Beseitigen Sie Ablenkungen und konzentrieren Sie sich auf eine Aufgabe nach der anderen. Ich verstehe. Eine strukturierte Routine zu erstellen und Ablenkungen zu minimieren, wird mir definitiv helfen, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Danke für den Rat. Lektion 14: Hausgemachte Lasagne Love. Hallo Anna, hast du ein italienisches Lieblingsgericht zum Zubereiten? Hallo John. Ja, ich mache gerne hausgemachte Lasagne. Es kann etwas zeitaufwendig sein, aber es lohnt sich. Was ist mit dir? Hausgemachte Lasagne klingt köstlich. Ich habe noch nie versucht, es zuzubereiten, aber ich würde es gerne ausprobieren. Könntest du dein Rezept mit mir teilen? Natürlich. Es ist ein Familienrezept, das über Generationen weitergegeben wird. Zuerst benötigen Sie Lasagnenudeln, Hackfleisch, Tomatensauce, Ricotta-Käse, Mozzarella-Käse und einige Gewürze. Das klingt nach einer klassischen Zutatenkombination. Wie startet man den Prozess? Zuerst musst du die Lasagnenudeln gemäß der Packungsanleitung garen, bis sie bissfest sind. Dann können Sie mit der Zubereitung der Fleischsauce beginnen. Ich hab's. Also, nach dem Kochen der Nudeln ist es Zeit, sich auf die Fleischsauce zu konzentrieren. Wie machst du es? In einer Pfanne das Hackfleisch bei mittlerer Hitze anbraten. Sobald es gekocht ist, fügen Sie die Tomatensauce und Gewürze wie Knoblauch, Oregano, Salz und Pfeffer hinzu. Lassen Sie es etwa 15 Minuten köcheln. Das klingt einfach genug. Mir gefällt, dass die Fleischsauce etwas Zeit hat, um zu köcheln und Aromen zu entwickeln. Was ist der nächste Schritt? Der nächste Schritt besteht darin, die Lasagne-Schichten zusammenzusetzen. Verteilen Sie zunächst eine Schicht Fleischsauce auf den Boden einer Auflaufform. Dann füge eine Schicht gekochter Lasagnenudeln hinzu. Es ist also ein Schichtungsprozess. Wie viele Schichten machst du normalerweise? Normalerweise mache ich 3 Schichten. Nach den Nudeln eine Schicht Ricotta-Käse darauf verteilen und etwas geriebenen Mozzarella darüber streuen. Wiederhole diese Schichten, bis dir die Zutaten ausgehen. 3 Schichten klingen perfekt. Es sorgt für ein ausgewogenes Verhältnis von Aromen und Texturen. Was ist der nächste Schritt, wenn die Schichten fertig sind? Nach der letzten Schicht etwas Mozzarella-Käse darüber streuen.
Decken Sie die Backform mit Folie ab und backen Sie sie im Ofen bei 375 Grad Fahrenheit, 190 Grad Celsius, etwa 25 bis 30 Minuten lang, bis sie heiß und sprudelnd ist. Die Vorfreude auf den sprudelnden Käse lässt mir das Wasser im Mund zusammenlaufen. Woher weißt du, wann es bereit ist, aus dem Ofen genommen zu werden? Du wirst wissen, dass er fertig ist, wenn der Käse geschmolzen und goldbraun ist. Lassen Sie ihn vor dem Servieren einige Minuten abkühlen, da er kochend heiß wird. Es klingt wie eine Herzensangelegenheit, aber ich bin mir sicher, dass das Endergebnis absolut köstlich ist. Irgendwelche Tipps zum Servieren der Lasagne? Schneiden Sie es beim Servieren vorsichtig in Portionen und heben Sie jedes Stück mit einem Spatel an. Servieren Sie es mit einer Beilage aus Knoblauchbrot oder einem frischen Salat für eine komplette Mahlzeit. Das klingt nach der perfekten Kombination. Ich kann es kaum erwarten, hausgemachte Lasagne nach deinem Rezept zuzubereiten. Danke, dass du es mit mir geteilt hast. Lektion 15: Frühstücksabenteuer. Hallo Anna, wo sollen wir heute frühstücken gehen? Hallo John. Wie wäre es, das neue Café in der Innenstadt auszuprobieren? Ich habe gehört, dass Sie tolles Gebäck und eine gemütliche Atmosphäre haben. Das klingt perfekt. Ich bin immer bereit, neue Orte auszuprobieren. Lass uns gehen und uns ein paar köstliche Frühstücksleckereien gönnen. Großartig. Sollen wir dorthin laufen oder ein Taxi nehmen? Lass uns gehen. Es ist ein wunderschöner Morgen und ein Spaziergang gibt uns die Möglichkeit, die frische Luft und die Landschaft zu genießen. Ich stimme zu. Gehen hilft uns auch, aktiv zu bleiben und einige Kalorien zu verbrennen, bevor wir uns an den Frühstücksköstlichkeiten erfreuen. Es ist eine Win-Win-Situation. Unbedingt. Wenn wir die Straßen zu Fuß erkunden, können wir außerdem versteckte Juwelen entdecken und den Charme der Stadt schätzen. Ich liebe dieses Entdeckergefühl. Es ist, als würden wir uns jedes Mal, wenn wir unsere Komfortzone verlassen, auf ein Mini-Abenteuer begeben. Das ist es wirklich. Das Ausprobieren neuer Frühstücksorte befriedigt nicht nur unseren Gaumen, sondern erweitert auch unseren kulinarischen Horizont. Auf jeden Fall. Es ist aufregend, verschiedene Geschmacksrichtungen zu probieren und mehr über verschiedene Frühstückstraditionen aus der ganzen Welt zu erfahren. Apropos Traditionen, haben Sie ein Lieblingsfrühstück oder eine Lieblingsküche? Ich bin ein Fan eines klassischen amerikanischen Frühstücks mit flauschigem Pfannkuchen, knusprigem Speck und Rührei. Wie steht's mit dir? Ich kann einem herzhaften englischen Frühstück mit Würstchen, gebackenen Bohnen, Toast und einer Tasse Tee nicht widerstehen. Es ist der perfekte Start in den Tag. Oh, das klingt herrlich. Wir sollten es uns zur Aufgabe machen, irgendwann die Lieblingsgerichte des anderen zum Frühstück zu probieren. Unbedingt. Es ist eine großartige Möglichkeit, unsere kulturellen Erfahrungen zu teilen und unser kulinarisches Wissen zu erweitern. Darauf freue ich mich. Ich auch. Verschiedene Küchen zu erkunden und gemeinsam neue Gerichte zu probieren, ist eine der Freuden von Freundschaft und gemeinsamen Erlebnissen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es sind diese kleinen Momente, die das Leben lebendiger und unvergesslicher machen. Das ist das Schöne an Essen und Freundschaft. Es bringt Menschen zusammen und schafft bleibende Erinnerungen. In der Tat. Also, lasst uns heute im Café ein paar neue Erinnerungen sammeln. Ich bin gespannt, welche Frühstücksköstlichkeiten uns erwarten.
Lass uns gehen und unser Frühstücksabenteuer beginnen. Ich kann mir schon den Duft von frisch gebackenem Gebäck vorstellen. Es wird unglaublich werden. Ich kann es kaum erwarten. Bereit, auf die Straße zu gehen? Unbedingt. Lass uns gehen und unser Verlangen stillen. Das Frühstück erwartet Sie. Los geht's. Auf ein köstliches Frühstück und die Freude am Erkunden. Lektion 16: Die Bibliothek erkunden. Hallo Anna, ich habe mich gefragt, ob du mir helfen könntest. Die Bibliothek ist gleich die Straße runter und ich bin an einem Besuch interessiert. Hallo John. Klar, ich helfe gerne. Wonach suchen Sie konkret in der Bibliothek? Ich bin daran interessiert, einige Bücher über Geschichte und Biografien zu finden. Ich möchte mein Wissen in diesen Bereichen erweitern. Das ist eine tolle Idee. Die Bibliothek ist eine Fundgrube für Bücher über Geschichte und Biografien. Dort finden Sie eine Fülle von Informationen. Genau darauf hoffe ich. Brauche ich einen Bibliotheksausweis, um Bücher auszuleihen? Ja, Sie benötigen einen Bibliotheksausweis, um Bücher auszuleihen. Es ist einfach, einen zu bekommen. Bringen Sie einfach einen Ausweis und einen Adressnachweis zur Bibliothek mit, und sie helfen Ihnen bei der Beschaffung einer Perfekt, Karte. ich werde sicherstellen, dass ich die notwendigen Dokumente mitbringe. Gibt es in der Bibliothek noch andere Dienste oder Ressourcen? Unbedingt. Neben dem Ausleihen von Büchern bieten die meisten Bibliotheken verschiedene Dienstleistungen wie Computerzugang, Lernräume und sogar Ressourcen zum Sprachenlernen an. Stellen Sie sicher, dass Sie alles erkunden, was die Bibliothek zu bieten hat. Das ist fantastisch. Ich könnte den Computerzugang für Recherchen und die Lernräume für einen ruhigen Ort zum Lernen nutzen. Es ist toll, diese Optionen zu haben. Definitiv. Bibliotheken bieten eine hervorragende Umgebung zum Lernen und Studieren. Außerdem veranstalten sie oft Veranstaltungen und Workshops. Halten Sie also auch nach diesen Ausschau. Ich werde auf jeden Fall den Veranstaltungskalender der Bibliothek überprüfen. Es wäre interessant, an einigen pädagogischen Workshops teilzunehmen. Danke für alle Informationen. Du bist willkommen. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Bibliotheken sind wunderbare Orte, um Ihr Wissen zu erweitern und neue Interessen zu entdecken. Viel Spaß beim Erkunden. Ich freue mich riesig darauf. Nochmals vielen Dank. Ich schätze Ihre Anleitung. Auf einen erfolgreichen Besuch in der Bibliothek. Lektion 17: Eine Gehaltserhöhung aushandeln. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, bei der Arbeit um eine Gehaltserhöhung zu bitten. Hast du irgendwelche Tipps, wie du das angehen kannst? Hallo John. Eine Gehaltserhöhung auszuhandeln kann eine Herausforderung sein, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Sammeln Sie zunächst Ihre Leistungen und Beweise für Ihren Wert für das Unternehmen. Das ist ein gutes Argument. Ich habe meine Erfolge im Auge behalten, daher habe ich solide Beweise, die meine Anfrage stützen. Sollte ich ein Treffen mit meinem Chef vereinbaren? Ja, ein Meeting zu planen ist eine gute Idee. Es zeigt, dass Sie Ihre Zeit schätzen und ermöglicht eine gezielte Diskussion auf Ihre Anfrage. Seien Sie während des Treffens selbstbewusst und respektvoll. Ich werde dann auf jeden Fall ein Treffen vereinbaren. Vertrauen ist der Schlüssel und ich möchte sicherstellen, dass ich dem Unternehmen meinen Wert effektiv vermittle. Wie sollte ich das Gespräch beginnen?
Bringen Sie zunächst Ihre Wertschätzung für die Möglichkeiten zum Ausdruck, die Sie im Unternehmen hatten. Geben Sie dann Ihren Antrag auf eine Gehaltserhöhung deutlich an und begründen Sie, warum Sie diese aufgrund Ihrer Leistungen und Beiträge verdienen. Das klingt nach einem guten Ansatz. Es ist wichtig, Dankbarkeit zu zeigen, bevor über die Gehaltserhöhung gesprochen wird. Ich werde auf jeden Fall meine Erfolge hervorheben und erläutern, wie sie sich positiv auf das Unternehmen ausgewirkt haben. Hervorragend! Es ist wichtig, sich auf den Wert zu konzentrieren, den Sie bieten, und darauf, wie er mit den Unternehmenszielen übereinstimmt. Bereiten Sie sich darauf vor, alle potenziellen Bedenken oder Einwände Ich werde auszuräumen, Ihre die Sie Bedenken möglicherweise antizipieren und haben. gut durchdachte Antworten parat haben. Ich möchte zeigen, dass ich verschiedene Perspektiven in Betracht gezogen habe und mich für den Erfolg des Unternehmens einsetzt. Das ist eine kluge Strategie. Seien Sie auch offen für Verhandlungen. Sie sind möglicherweise nicht mit der genauen Gehaltserhöhung einverstanden, um die Sie bitten, aber halten Sie das Gespräch konstruktiv und prüfen Sie alternative Optionen. Ich verstehe. Verhandlungen sind ein wechselseitiger Prozess und ich bin bereit, einen Mittelweg zu finden, der beiden Parteien zugutekommt. Es ist wichtig, einen positiven und kooperativen Ansatz beizubehalten. Absolut. Denken Sie daran, auch wenn Sie Ihre Anfrage zunächst ablehnen, lassen Sie sich nicht entmutigen. Setzen Sie sich mit ihnen in Verbindung und holen Sie sich Feedback darüber, was Sie tun können, um Ihre Chancen in Zukunft zu erhöhen. Ich lasse mich von einer Ablehnung nicht entmutigen. Ich werde es als Gelegenheit nutzen, mich zu verbessern und auf meine Ziele hinzuarbeiten. Vielen Dank für Ihre Anleitung. Ich fühle mich jetzt besser vorbereitet. Lektion 18: Einen Urlaub planen. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, meinen nächsten Urlaub zu planen. Ich glaube, ich möchte eine Mischung aus Abenteuer und Entspannung. Irgendwelche Vorschläge? Hallo John. Das klingt nach einer großartigen Idee. Wie wäre es, ein Reiseziel in Betracht zu ziehen, das eine Vielzahl von Aktivitäten wie Strandentspannung und Outdoor-Abenteuer bietet? Das klingt perfekt. Ich liebe die Idee, am Strand zu faulenzen und auch neue aufregende Erlebnisse zu erleben. Haben Sie bestimmte Ziele im Sinn? Ein Reiseziel, das mir in den Sinn kommt, ist Costa Rica. Es ist bekannt für seine schönen Strände und üppigen Regenwälder und bietet viele Möglichkeiten für Entspannung und Abenteuer. Costa Rica klingt unglaublich. Ich habe gehört, dass Sie atemberaubende Strände und aufregende Aktivitäten wie Seilrutschen und Wandern haben. Gibt es noch andere Ziele, die es wert sind, in Betracht gezogen zu werden? Eine weitere Option könnte Bali, Indonesien, sein. Es bietet ruhige Strände, luxuriöse Resorts und die Möglichkeit, kulturelle Aktivitäten wie traditionellen Tanz und lokale Küche zu erleben. Bali klingt auch unglaublich. Ich war schon immer fasziniert von ihrer lebendigen Kultur und ihren atemberaubenden Landschaften. Es wäre ein großartiger Ort zum Entspannen und Erkunden. Unbedingt. Und wenn Sie eine Mischung aus Abenteuer und Entspannung in der Nähe von zu Hause suchen, wie wäre es mit Hawaii? Sie können atemberaubende Strände genießen, surfen und auch durch Vulkanlandschaften wandern. Hawaii steht definitiv auf meiner Bucketlist. Die Idee, zu surfen und Vulkangebiete zu erkunden, ist so reizvoll. Ich würde gerne die Schönheit der Inseln aus erster Hand erleben. Es ist eine fantastische Wahl. Hawaii bietet eine einzigartige Mischung aus natürlicher Schönheit und aufregenden Aktivitäten. Sie werden nicht enttäuscht sein. Es wird eine schwierige Entscheidung sein. Alle drei Ziele klingen unglaublich. Ich muss noch etwas recherchieren und die Vor- und Nachteile abwägen.
Absolut. Nehmen Sie sich Zeit, um jedes Reiseziel zu recherchieren und Faktoren wie Budget, Reisebeschränkungen und die spezifischen Aktivitäten und Erlebnisse, nach denen Sie suchen, zu berücksichtigen. Das werde ich auf jeden Fall tun. Einen Urlaub zu planen ist Teil des Spaßes und ich möchte sicherstellen, dass ich das Beste aus meiner Freizeit mache. Danke für deine Vorschläge. Du bist willkommen. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Welches Reiseziel Sie auch wählen, ich bin sicher, Sie werden einen unvergesslichen Urlaub haben. Genieße das Abenteuer und die Entspannung. Ich danke dir. Danke für deine Unterstützung. Ich kann es kaum erwarten, mich auf diese aufregende Reise zu begeben und tolle Erinnerungen zu schaffen. Auf einen unvergesslichen Urlaub. Lektion 19: Pünktliche Lieferung. Hallo Anna, wenn es um Liefertermine geht, können wir die Lieferung innerhalb der nächsten 2 Wochen sicherstellen. Hallo John. Das ist toll zu wissen. Eine rechtzeitige Lieferung ist entscheidend für die Kundenzufriedenheit. Absolut. Die Einhaltung des versprochenen Liefertermins schafft Vertrauen und begründet den Ruf, zuverlässig zu sein. Es ist wichtig, über effiziente Prozesse zu verfügen, um sicherzustellen, dass Bestellungen umgehend bearbeitet und versendet werden. Ja, die Optimierung unserer Logistik und unseres Lieferkettenmanagements hilft uns, die Lieferfristen konsequent einzuhalten. Vorausschauende Planung und Prognose der Nachfrage können ebenfalls zu reibungslosen und termingerechten Lieferungen beitragen. Durch ein klares Verständnis der Kundenanforderungen können wir Ressourcen effektiv zuweisen. Und im Falle unvorhergesehener Verzögerungen ist es wichtig, umgehend mit dem Kunden zu kommunizieren. Eine transparente Kommunikation über Lieferaktualisierungen hilft dabei, die Erwartungen zu erfüllen und die Kundenzufriedenheit aufrechtzuerhalten. Absolut. Wenn wir unsere Kunden über mögliche Verzögerungen auf dem Laufenden halten, zeigen wir, dass wir ihre Zeit und ihr Vertrauen schätzen. Es ist auch wichtig, eng mit unseren Versandpartnern zusammenzuarbeiten, um einen reibungslosen Lieferprozess zu gewährleisten. Die Zusammenarbeit mit zuverlässigen Spediteuren und die Überwachung des Versandfortschritts ermöglichen es uns, den Überblick über die Lieferungen zu behalten. Und wenn eine Lieferung auf unerwartete Herausforderungen stößt, sollten wir diese proaktiv angehen und Lösungen finden. Die schnelle Lösung von Problemen zeigt unser Engagement für Kundenservice und Kundenzufriedenheit. Darüber hinaus kann ein reaktionsschnelles Kundenservice-Team Kunden bei allen Fragen zur Lieferung unterstützen. Ein exzellenter Support nach dem Kauf gewährleistet ein positives Gesamterlebnis für unsere Kunden. Und vergessen wir nicht, wie wichtig genaue Tracking-Informationen sind. Es ermöglicht Kunden, über ihre Bestellungen auf dem Laufenden zu bleiben. Ja, die Angabe von Sendungsverfolgungsnummern und klaren Anweisungen zur Sendungsverfolgung kann alle Bedenken ausräumen. Es ist auch vorteilhaft, Expressversandoptionen für Kunden anzubieten, die eine schnellere Lieferung benötigen. Absolut. Das Angebot flexibler Lieferoptionen gibt den Kunden das Gefühl, die Kontrolle über ihre Bestellungen zu haben. Indem wir der pünktlichen Lieferung Priorität einräumen, können wir die Erwartungen unserer Kunden übertreffen und eine langfristige Loyalität aufbauen. Und zufriedene Kunden empfehlen unsere Produkte oder Dienstleistungen eher weiter. Das ist wahr. Empfehlungen von Mund zu Mund sind für das Wachstum und den Erfolg von Unternehmen von unschätzbarem Wert.
Lassen Sie uns also weiterhin der pünktlichen Lieferung Priorität einräumen und alles daran setzen, die Kundenzufriedenheit sicherzustellen. Absolut. Unser Engagement für pünktliche Lieferungen zeichnet uns aus und stärkt unseren Ruf. Gemeinsam können wir unseren geschätzten Kunden ein nahtloses und zuverlässiges Liefererlebnis bieten. Das ist das Ziel. Lassen Sie uns unsere Prozesse weiter verbessern und die termingerechte Lieferung zu einer Priorität machen.